Hallo ihr Lieben, Lust auf super knusprige, fettfreie Chicken Nuggets, die du ganz einfach selber machen kannst? Kein Frittieren, sondern ganz bequem im Airfryer. Gesund, schnell und mega lecker. Also lasst uns direkt loslegen. Für das Rezept brauchst du Hähnchenbrustfilets. Dann brauchen wir nur die restlichen Zutaten für die Panade. Dafür brauchen wir Mehl. Ich nehme Dinkelmehl, aber du kannst auch Weizenmehl oder glutenfreies Mehl anstatt nehmen. Dann brauchen wir auch noch 2 Eier und für die ultimative Knusprigkeit nehmen wir Cornflakes. Ganz wichtig, dass die zuckerfreie Cornflakes sind und ohne Geschmack, einfach pure Mais-Cornflakes. Und als letztes noch Gewürze. Salz, schwarzer Pfeffer, Paprika und Oregano. Das sind die Gewürze, die ich gerne für die Nuggets verwende. Aber wenn du magst, könntest du auch getrocknete Knoblauch und Zwiebeln dazugeben oder auch andere Gewürze, die du gerne magst. Als erstes werde ich die Cornflakes zerkleinern. Ich mache das in so einem Gefrierbeutel, weil ich dann die Cornflakes so wie ich mag zerkleinern kann. Wir wollen die Cornflakes nicht ganz fein zermahlen, sondern so, dass da auch etwas größere Stücke bleiben. Daher finde ich diese Methode am besten, aber wenn du magst, kannst du die natürlich auch in einem Mixer zerkleinern, dann einfach darauf achten, dass die nicht zu fein werden. Wenn du die Cornflakes genauso wie ich zerkleinern möchtest, dann gibst du die in einen Gefrierbeutel oder eine Tüte und zerkleinerst die so mit den Händen. So, dann haben wir schon die Cornflakes bereit und müssen jetzt nur noch den Rest für die Panade vorbereiten. Dafür werde ich jetzt erst die Mehlmischung fertig machen. Ich gebe ungefähr einen Teelöffel Salz zum Mehl, dann etwa einen Teelöffel schwarzen Pfeffer, ungefähr einen Teelöffel Paprikapulver und etwa halbe Teelöffel Oregano oder wahrscheinlich sogar eine. Und dann habe ich gedacht, dass ich doch etwas getrocknete Zwiebeln dazu gebe und kurz vermischen. Und dann das gleiche auch zum Ei. Hier gebe ich aber nur ganz bisschen Salz dazu, eine halbe Teelöffel ungefähr schwarzen Pfeffer, ungefähr eine halbe Teelöffel Paprikapulver, etwas weniger als zum Mehl, ungefähr eine halbe Teelöffel Oregano und auch wieder etwas getrocknete Zwiebel, aber hier auch nicht so viel wie zum Mehl. Und dann kurz schlagen. So, für die Panade steht jetzt alles schon bereit und es fehlt nur noch das Hähnchen. Und wir werden aus dem Hähnchenbrust so kleine Nuggetstücke schneiden. So, und ganz schnell ist alles bereit und wir brauchen jetzt den Airfryer-Korb. Und wichtig ist, dass du diesen Gittereinsatz da hast und wenn bei dir an dem Gitter das Essen kleben bleibt, kannst du es leicht mit Öl bepinseln, da wir kein Fett hier verwenden. Und dann einfach die kleinen Fleischstücke erst gut mit Mehl bedecken, dann mit Ei und zum Schluss den knusprigen Cornflakes. So, bei mir passt ungefähr die Hälfte von den Nuggets auf einmal in den Airfryer-Korb und die erste werde ich jetzt fertig backen und danach noch den Rest fertig machen. Und jetzt kommen die Nuggets in den Airfryer bei 190 Grad für 10 Minuten fertig backen lassen. Wenn du keinen Airfryer hast, dann kannst du die Nuggets auch im Backofen zubereiten. Alle Details dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt sind meine knusprigen Nuggets schon fertig und bevor ich die auch direkt probieren werde,
werde ich noch ein schnelles Joghurt-Dip zubereiten. Das ist kein Muss, aber es geht super schnell und schmeckt richtig lecker. Dafür brauchst du cremigen Joghurt und ich gebe dazu etwas Schnittlauch und Petersilie und Salz und Pfeffer nach Geschmack. Dann das Ganze kurz zusammenrühren und ein schnelles Joghurt-Dip ist auch bereit. Wenn du magst, könntest du auch noch etwas Knoblauch dazugeben, Zitronenabrieb, was für dich so zu so einem Dip passt. Und wie gesagt, natürlich ist das kein Muss, aber schmeckt richtig lecker. Und jetzt lass uns direkt eins von den Nuggets probieren. Ich muss ja einen Knuspertest machen. Außen knusprig und innen richtig saftig. Ich liebe diese Nuggets mit dem frischen Joghurt Kräuterdip. Aber wie gesagt, das ist kein Muss. Du kannst die Nuggets auch mit einem anderen Dip servieren. Was für einen Dip nimmst du am liebsten zu deinen Nuggets? Schreib mir gerne in die Kommentare. Und jetzt kommen wir noch zum Gewinnspiel. Wie versprochen, heute werden wir wissen, wer die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse gewonnen hat. Erstmal vielen Dank an alle Teilnehmer. Es waren 153 Teilnehmer und jetzt werden wir wissen, wer gewonnen hat. Und der Gewinner ist RRÜ1. Nein. RRÜ181D. Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, du hast deinen Namen erkannt. Schreib mir gerne in die Kommentare und ich werde dir alle Details dazu geben, wie du deine Cosori Turbo Blaze bekommst. Und an alle anderen nicht traurig sein, es werden auch andere Gewinnspiele kommen. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen und dass du den auch ausprobieren werdest. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.